So, einen wunderschönen guten Morgen. Hier am Dienstagmorgen 5:15 Uhr wird gerade hell. Und wir starten hier mit einem wahnsinns floralen Kuss. Die Königin der Nacht, eine der größten Blüten. Blüht nur einmal und auch nur nachts. Deswegen jetzt schon mal ganz früh die Aufnahme, weil gleich, sobald es ganz hell ist, ist die Blüte zu und fällt ab. Ja, von unserem Drachenbaum. Die Drachenfrucht, hier haben wir noch mehrere Blüten. Da ist noch eine da. Genau, und dann nach 2 Wochen sieht die Frucht so aus und nochmal 2 Wochen später ist die dann rot-pink und dann von innen, also ein Träumchen. Unheimlich viel Mineralien, Vitamine, Vitamin B1, B2, B12. Also echtes Power Brain Food. Mix ich auch schon mal morgens in meinen Spinatshake rein. Genau, wollte ich euch eben gezeigt haben. So, die Nachbarn werden auch schon langsam wach hier. Qualmt schon. Sind schon am Kochen. Ja, die Filipinos sind ja Frühaufsteher, genau wie ich. Ich bin schon seit 3 Uhr wach. Die Bude einmal gewienert, das ist so mein morgendliches Ritual. Die Filipinos sind ja nicht ganz so für Sauberkeit und Ordnung bekannt, zumindest nicht hier im Dschungel. Ja, unser Hähnchen kräht auch schon. Und das erste, was ich morgens mache, ist erstmal Ebkes ein halbes Stündchen mit ordentlich Chlor die Butze durchwienern. Mal eben Schadstoffbekämpfung oder Insektenbekämpfung, denn Chlor vernichtet wirklich oder hält die ganzen Insekten fern und ja, dann ist es hier auf jeden Fall klinisch rein. Und ich gehe jetzt schon mal ein bisschen nass machen in den Garten und wir melden uns dann später wieder, wenn Lynn wach ist. Schon mal kleiner Gruß heute Morgen. Bis gleich. Ciao, ciao. Wow, gerade noch mal zufällig festgehalten. Hier sieht man, dass die Dschungelbiene, die fliegen voll in die Dolden, also in die Blütenstände rein und dann dieser ganze Blütenstaub durch dieses Aufwedeln durch die Flügel bleibt alles an der Biene hängen. Das ist die größte Biene, die es hier im Dschungel gibt, die Dschungelbiene. Also ähnlich wie unsere Bienen in Deutschland, halt nur 4- oder 5-mal so groß. Guck mal da zum nächsten. Anita, das war für dich. Grüße nach Kerken. Anita Ficht, unsere Kräuter- und Gartenexpertin, habe ich auch viele Stunden mit verbracht und viel von Natur und Fauna gelernt. So, Guten Morgen, Sonnenschein, deine Welt bleibt mir verborgen. So, Lynn wollte eben guten Morgen sagen, mein kleiner Sonnenschein. Steht jeden Morgen mit guter Laune auf, das ist genau den Tagesanfang, den ich brauche. Genau, also wir entfachen uns immer gegenseitig mit guter Laune. Ja, die Vorbereitung laufen wieder auf Hochtouren. Ich habe gerade frische Barbecue-Soßen gemacht. Chili, Tomaten, Calamansi, Avocado. Ist für die Marinade. Calamansi sind diese kleinen grünen Früchte. Zitronen, Limetten, die haben wir hier auch am Baum. Und Tomatensalsa gibt es noch zum Fleisch und so eine Orangenmarinade. Wir füllen das alles hier in so kleine Plastiktüten ab und dann sieht es im Endeffekt, wenn die nicht gerade undicht sind, so wie jetzt. Scheiße. Ja. Das ist immer so eine Sache hier mit dem Undichten. So, Sauerei beseitigt, weiter geht's. Genau, Marinaden machen wir selber und Soßen. Filipinos, die lieben ja zum Reis so säuerliches und scharfes, also gerade so Sojasauce und Chilisoßen und aus verschiedenen, also Gewürzen würde ich eher weniger sagen, also wo ich in Sri Lanka und so war, in Indien und so, also gerade Sri Lanka ist ja echt bekannt für die, Thailand auch für die tollen Gewürze und alles, was da so auch draußen im Dschungel wächst. Aber hier sind halt relativ einfach gehalten, also alles auf Sojasoßenbasis und dann werden Chili und wie gesagt Limetten und alles mögliche reingeschmissen, damit man diesen erfrischenden Geschmack dazu hat. Ja, und dann halt viel Reis und dann, wie ihr gestern gesehen habt, Fleisch meistens oder Fisch gegrillt oder getrockneten Fisch gibt es auch viel süße Sachen, also so wie gestern marinierte gegrillte Bananen, Frühlingsrollen, viel Eiscreme, vor allen Dingen, weil immer so heiß hier ist.
Ja, und Pfannekuchen und so Sachen habe ich alles schon ausprobiert. So ein bisschen amerikanischer Breakfast-Style. Achso, Beans and Bones gibt es auch viel hier, Bohnen. So Bohnen-Eintopf. Ja, aber so Pfannekuchen und so Geschichten kamen hier so Eierspeisen. Also schon mal gekochte Eier auch, aber Omelette habe ich auch schon ausprobiert, kam auch nicht so gut an. Also man muss sich schon umstellen hier kulinarisch. Man kann hier nicht so das deutsch-amerikanische. Gut, unsere Hotdog und Hamburger, die laufen natürlich immer bei Kindern. Ja, genau. Ja, ich werde gleich schon mal den Grill anschmeißen, weil wir haben ja gleich schon 5:45. 7 Uhr kommen schon die ersten zum Frühstücken und Lynn macht Hallo Hallo fertig. Gucken, wie es aussieht gerade. Oder bereitet. Das ist unsere Küche. Genau. Lynn macht schon wieder. Ja, Mise en place, was ich im Restaurant gelernt habe. Vorbereitung ist alles, ne? Schon am Vortag. Mise en place. Mise en place, alles zubereiten, damit man nachher nur noch alles zusammenkippen muss und dann hat man ruckzuck das Gericht fertig. So liebe ich ja Kochen. Und vor allen Dingen alles sauber und steril halten. Genau, Mama macht gerade Icewater. Die für 5 Peso umgerechnet wird Wasser einfach nur im Kühlschrank kalt gemacht und dann können die Studenten Wasser bestellen. Alles halt wieder in Plastik. Naja, Philippinen ist halt auch Land des Plastiks. So, frische Kokosnuss. Made by Lynn. Genau, so sieht die Kokosnuss dann aus. Von innen gleich wie wir sie aus Deutschland kennen, also braunes Gehäuse. Die hängen ja hier am Anfang grün am Baum. Und gerade wenn die noch relativ jung sind, also noch grün sind von außen, haben dieses leichte grüne, fruchtige Fleisch. Ja, dann ist das Wasser halt noch echt süßlich und ja, unheimlich hoch dosiert an Mineralien. Gerade so nach dem Sport auch sehr gesund. Wenn man sie einfach hängen lässt, dann, achso, die grünen kannst du übrigens einfach so dann mit dem Messer aufschlagen. Die Schale ist sehr weich. Und dann einfach daraus trinken. Hier haben wir natürlich schon eine alte Kokosnuss. Die lässt man dann wirklich so 2-3 Monate liegen und dann, beziehungsweise am Baum hängen, 2-3 Monate länger. Und dann entwickelt die halt dieses unheimlich feste Holzgehäuse von außen, was sich super eignet zum Feuer machen. Also wir benutzen das als Feueranzünder. Und die Kokosfasern, kennt man ja, werden auch benutzt, um in der Textilbranche einiges herzustellen. Genau, und unter dieser festen Schale, da gibt es eine bestimmte Technik, die Lynn hat von allen Seiten eingeschnitten und jetzt wird es einfach aufgebrochen. Ja, ist schon echt anstrengend. Genau, unter dieser Schale haben wir dann die braune Kokosnuss, so wie wir sie aus unserem Supermarkt in Deutschland kennen. Und da drin ist dann halt der Saft. Ist auch bedeutend weniger wie bei der grünen Kokosnuss, weil die Kokosnuss investiert ja jetzt viel Energie noch in diese harte Schale. Man hat zwar mehr dieses harte Fruchtfleisch, wie man das von der Kirmes kennt, dieses weiße Fruchtfleisch, aber weniger Saft. Ne? Und den Saft nutzen wir gleich für, was ist for Sweet Potato? Violet. Ja. Noch eine weitere Zutat für unseren Hallo Hallo Eis Shake oder unser Hallo Hallo Eis. Und für Kokosnusseis benutzen wir gleich die Kokoswasser und das Fruchtfleisch wird dann gemixt und gecrashed. Und jetzt guck mal hier. You use the juice or not? No. Can I drink? Ja. Wow. Das ist doch hier Dschungelleben live morgens um 5:45 in Deutschland, in Philippinen. Nice. Ja, Superfood. Morgens direkt gesund starten hier mit Kokosnusswasser. Ja, die Small ist okay. Guck mal hier, das weiße Fruchtfleisch, also fingernageldick, da können wir richtig viel gleich von raspeln. Ich trinke mal eben einen Schluck. Ja. You want? Wow. Nicht mehr ganz so süß wie vorher, wenn die jung sind. Aber irgendwie so ein bisschen wie Mineralwasser, also ein bisschen sprudelig. Salamat, yummy. Ich liebe dich so sehr.
Ich liebe dich zu sehr. Ja, das erste, was sie gelernt hat, war meine liebe Gruß. Dabei wollte sie eigentlich sagen, mein Schatz oder mein kleiner Schatz, aber irgendwie durch, weiß ich nicht, immer meine liebe Gruß. Und dann Mahalkita, ich liebe dich. Bis später, ciao. So, klassische Gerät. Show me das Gerät. Mein Gott, Englisch, Deutsch. Hier genau, wird die Kokosnuss geraspelt. Nachher kommt dann Wasser dazu und dann wird es ausgepresst, also richtig gematscht mit den Kokosraspeln, dann kommt die reine Milch raus. Ja, Holzhacken. Auch da ist der Butterfly wieder. Guck mal hier, unser Liebling. Video. Schon gestern schon einige Kommentare. Ich glaube, das wird unser Kanalliebling, Dschungelliebling. Das ist Jay. Jay ist Holz am Hacken. Ja, wir kochen ja größtenteils auf offenem Feuer. Zumindest jetzt in der Sommerzeit, in der Regenzeit da ist Ding Dong, ist der Cousin. Geht gleich zur Schule mit Jay. Genau, und Alin ruft. Meistens auf offenem Feuer bei schönem Wetter und in der Regenzeit haben wir dann unsere ganz normale Gasstation bzw. Gasplatten, wo wir auf Gas kochen. Aber jetzt im Sommer ist halt auch kostengünstig, weil Gas ist hier auch sehr teuer. Genau, und wie sieht es denn dann? Ach, hier wird gerade gekocht auf offenem Feuer. Man macht schon wieder frische Frühlingsrollen und Bananen im Blätterteig. Genau, habt ihr gestern ja schon im Video gesehen. Hier ist unsere Feuerstelle. Klappt wunderbar. Also bin begeistert. Ja, Schatz. Was happened with my Qualität? Ah ja, genau. Jetzt sind wir hier oder sind gerade Kokosmilch am machen für unser Eis. Also die geraspelte Kokosfleisch wird jetzt ausgedrückt und dann haben wir, also das esse ich meistens noch, weil mega lecker mit, also als Curry verwende ich meistens noch, oder zum Curry, die Kokosfasern und die Milch ist fürs Eis. So, Spinaternte. Gibt gleich Frühstück, 7:05 Uhr. Erstmal ein bisschen, ja, bin jetzt schon seit 3 Uhr wach und ich merke so langsam, ein Adrenalin schießt in die Höhe. Ich brauche mal dringend was zu essen. Barbecue steht soweit und jetzt wollte ich meinen Spinat ernten. Ich habe euch ja gestern schon hier meine schönen, also wie gesagt, aus so einer Staude mit 2, 3 kleinen Jungpflanzen entsteht diese Riesenpracht. Genau, und werde ich jetzt ernten. Also die kleinen Blätter, die lassen wir noch dran, die werden ja schön groß, aber so, ich sag mal, die in der Größe ungefähr halb so groß wie eine Hand, kann alles abgeerntet werden. Ja, unheimlich viel Magnesium, unheimlich viel Eisen. Man kennt ja so ein bisschen diesen Eisengeschmack auf den Zähnen, dieses bittere, quietschige, wenn man isst, da unheimlich viel Zeichen für unheimlich viel Eisen. Und einfach saulecker mit Knoblauch und Zwiebeln andünsten. Und dann normalerweise in Deutschland würde ich das Ganze noch mit Weißwein ablöschen und einen Stich Butter dran machen, aber wir kochen hier komplett alkoholfrei. Und ich habe aber schon ein Sud vorbereitet, eine Gemüsebrühe aus frischen Kräutern und aus Malunga Leaves, also dieses natürliche Antibiotikum, diese kleinen Blüten, die ich euch, oder diese kleinen Blätter, die ich euch gestern gezeigt habe. Genau, da kommt der Spinat gleich noch rein und dann haben wir ein super Food für den Morning. So sieht's aus, unser Frühstück, klassisch. Gemüsesüppchen mit Karotten aus dem Garten, Lauchzwiebeln, Spinat, Ingwer, Knoblauch und Tomate. So, gestern noch drüber gesprochen, wir brauchen einen neuen Tisch, schneller wie von Amazon bestellt oder Schein oder wie die ganze Internet-Shopping-Seiten heißen. Aus frischem Tropenholz wird gerade von Lins Vater Antonio ein Tisch für uns gebaut. Top-Qualität. Hier ist schon wieder voll Action. Fried Chicken. Barbecue. So, Antonio ist ganz fleißig. Er wird noch Bambus geschlagen für Cover. Der Tisch ist fast fertig. Guck mal hier. Alles
Vorsicht, Tropenholz. Jetzt kommt gleich noch oben der Deckel drauf und dann ist der Tisch schon fertig. Da ist Lynn, hat den ersten Schwung schon abgefertigt, schon ordentlich gekocht. Gleich kommt der Henning. Freund ist ein bekannter YouTuber von seinem eigenen YouTube-Kanal, reist auch so durch die Philippinen und macht echt super coole Videos mit seiner Freundin auch. Link später in den Kommentaren verlinkt alles von Henning und den gehen wir in 3 Stunden abholen. Ja, und der will den Dschungel kennenlernen und ein bisschen über uns berichten. Genau, und da fahren wir mit dem gleich zum Wasserfall, nehmen euch natürlich mit, das ist ein riesen Wasserfall in der Nähe und zeigen ihm so ein bisschen den Alltag hier bei uns im Dschungel. So, der Tisch nimmt seinen Lauf und ist fast fertig. Frau Becher, die Mama von Lynn, hilft auch noch fleißig mit. Ja, das ist Bambus hier, der wird dann in einzelnen Sparren geschnitten und nochmal ein bisschen abgeschliffen. Und dann werden die einzelnen, sagt man Sparren? Ich glaube wohl, ne? Die einzelnen Sparren hier drauf gehämmert und fertig ist der Tisch. Keine 2 Stunden. Also wer von euch mal so einen Tisch haben möchte, sagt Bescheid, wir schicken euch was rüber. So, Lynns Mutter hat gerade eine dicke, fette Echse entdeckt, also für unsere Verhältnisse hier. Ich hoffe, ich kriege sie drauf. Sitzt hier am Baum. Ich zoome schon mal ein bisschen ran, da ist sie, guck mal. Ich kann vielleicht noch näher rangehen. Ich hoffe, ich verschrecke sie nicht. Wo ist sie? Da. Genau. Ja, was hat die? 25, 30 Zentimeter. Lizard nennt man die hier. Die machen immer Kicke, Kicke. Also wenn du die im Haus hast, dann drehst du am Rad. Gibt ja viele Echsenarten hier auf den Philippinen. Schon einige Fotos gemacht, die setze ich auch demnächst hier rein von vielen Tieren aus dem Dschungel. Schlange hatten wir vorgestern noch gesehen. Und Affen kommen dann auch noch demnächst. So, heute gibt es zum Mittagessen Picchai. Picchai habe ich sehr viel von angepflanzt, sind so die, morgen wird wieder neu gepflanzt. Genau, mit Spaghetti und Parmesan. Also sehr nährreich und auch wieder echtes Powerfood. Also bis später. So, liebe Dschungelfreunde, Lynn ist vom Einkaufen zurück. Erstmal eben Nachschub geholt und gibt heute Abend frischen Fisch, Bangus. Frisch vom Markt hier. Heute Morgen wahrscheinlich erst gefangen worden oder genau, ganz frisch. Pommes und Eis und Öl und ja alles möglich. Und unser Freund ist da, der bekannte YouTuber, Henning. Den haben wir mal eben in Aargau eingefangen, da ist er. Ist schon deutlich mehr erfahren im YouTube. Ich ja erst seit dem Wochenende, aber das ist ein ganz bekannter YouTuber und ja, der ist jetzt der zweite Deutsche, der jetzt hier oben in den Bergen ist und wir freuen uns riesig, dass er uns besucht. Ja, erst seit 5 Minuten hier. Ist gerade erst hier, genau. Ja, Überfall. Gibt erstmal. Schlafen darf ich auch hier. Schlafen darf er auch hier. Gibt erstmal einen Kaffee. Ja. Genau, wir nehmen euch natürlich wieder live mit. Gleich geht's zum Wasserfall. Erstmal hier eben ein bisschen ankommen, Käffchen trinken und ein bisschen alles zeigen. Henning kommt ja aus Cebu. Du kommst aus Cebu, oder? Ja. Genau, kommt jetzt aus Cebu. Wir haben uns am Wochenende erst kennengelernt. Über den Stefan von meinem Reisetagebuch. Der ist ja auch sehr bekannt im YouTube-Kanal. Und genau, wir machen jetzt mal 2 schöne Tage und nehmen euch natürlich mit. Der Abend wird schön gegrillt und jetzt erstmal ein Käffchen trinken. So, Action ich glaube die 6. So, jetzt geht es noch zum Wasserfall hier mit dem Henning. Haben gerade mal eben Rundgang gemacht ums Haus, mal eben alles gezeigt. Bisschen Flora und Fauna hier im Dschungel. Und jetzt geht es zum Wasserfall und da mal eben kurz abkühlen, ein bisschen duschen, ein bisschen schwimmen gehen. Und nachher wird noch schön gegrillt. Und ja, die nächsten Videos dann gleich vom Wasserfall. Bis gleich. So, unser Highlight des Tages heute. Wir sind ja mit Henning unterwegs hier, dem bekannten YouTuber. Und der kommt zwar auch aus der Provinz, aber hier unten ist ja noch mal ein bisschen tieferer Dschungel. Und wir... What's the name of the waterfall? Lusno Falls. Wir sind schon ein paar Mal hier gewesen. Und ja, jetzt geht's zum Wasserfall. Erstmal eben ein bisschen duschen, ein bisschen schwimmen. Den Tag entspannt ausklingen lassen. Heute war wieder richtig Trubel mit dem ganzen Barbecue und 80 Hallo Hallo und ja. Ich will nicht sagen, es ist manchmal stressig, aber es ist schon
ja, ist schon was los bei uns. Genau. So. So, da ist er, direkt bei uns um die Ecke. Keine 20 Minuten mit dem Roller. Einer der breitesten, nicht der höchsten, aber der breitesten Wasserfälle. Glasklares, kaltes Wasser. So, da sind wir. Guck mal hier. Mitten im Dschungel. Eiskaltes, klares Wasser. Ja, wenn wir dann mal wieder wie heute kein Wasser zum Duschen haben, dann geht's zum Wasserfall. Herrlich. So, ich stehe schon im Wasser. Herrlich. Es ist kalt, Leute. Ich sage es euch, es ist verdammt kalt. Ja. Da hinten geht es dann in den Dschungel. Zum Kanufahren leider nicht tief genug, aber hier überall so unter Wasser. Löcher, da kann man drunter tauchen. Wir waren ja schon ein paar Mal hier. Genau. Und hier dieser traumhafte Wasserfall. Heißt Henning und Lynn. Und Henning, geiler Wasserfall. Ja, wunderbar. Wunderbar, Junge, supi. Komm, Schatz. Change clothes. So, die Abenddämmerung bricht ein. War wieder ein langer Tag. Wir verabschieden uns so langsam. Hatten gerade noch eine schöne Abkühlung. Haben ein bisschen dann Wasser genossen. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Wir noch eben den Grill anschmeißen. Ein bisschen frischen Fisch und ein bisschen Barbecue. Und dann ja, geht's so langsam in die Nacht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis dann. Ne? Ciao, ciao. So, Stefan hat noch mal eben 2 Bierchen geholt hier. So, say hello to my blog. Hey. Ja, genau. So, und jetzt sind wir endlich zu Hause. Wir hatten einen kleinen Umweg noch gefahren, haben uns ein bisschen verquatscht und verfahren. Hey. Ja, hier beginnt das Nachtleben im Dschungel. Also jetzt aber wirklich schönen Feierabend, ihr Lieben. Grüße nach allen. Bye bye. Bye bye. Also übersetzt auf Philippinisch so viel wie gut. Bye bye. So ihr Lieben, wir melden uns doch noch mal ganz kurz zurück. Haben wir noch mal eine Kulinar heute hier. Frischen Bangus, also frischen Fisch in Bananenblättern gegrillt, mit vielen Kräutern aus dem Garten hier gefüllt. Eine echte Delikatesse heute Abend für unseren Henning. Für unseren YouTuber, der zu Gast ist, haben wir uns was Leckeres einfallen lassen. Nicht ganz nur, auch für mich ein bisschen. Ja, sag ich doch, für unseren Henning, für unseren YouTuber. Ja. Da ist er übrigens nochmal. Also wir werden jetzt lecker essen, lecker Bangus, frisch gegrillt, gibt noch ein bisschen Barbecue. Sagen aber wirklich jetzt gute Nacht, ne? Oder? Ja. Also schon mal für die Leute da. Für die Leute, ja. Genau, also. Ne, bis dann die Tage. Ciao, ciao. Ciao.